Mein Name ist Alexander Damm und ich arbeite an der Universität Zürich, leite dort die Arbeitsgruppe Fernerkundung von Wassersystemen. Und in dieser Gruppe entwickeln wir Lösungen zur Untersuchung von Wassersystemen mittels Fernerkundung. Und wir haben spezifischen Fokus auf einerseits terrestrischen Ökosystemen wie auch aquatischen Ökosystemen. In unserer Arbeit sind wir an der Etablierung von neuer Messinfrastruktur beteiligt, um dieses dynamische Medium Wasser in einer entsprechenden Auflösung zu messen. Beispielsweise sind wir mit Projekten an der FLEX-Mission beteiligt oder wir etablieren auch gerade ein Messnetzwerk mit Feldspektrometern, wir nennen das Swiss SpecNet. Neben der Etablierung von diesen Messinformationen beschäftigen wir uns auch mit der methodischen Weiterentwicklung, um diese Lichtmessungen zu analysieren und Informationen abzuleiten. Und dann ist auch ein anderer Fokus noch auf der Nutzung von diesen abgeleiteten Fernerkundungsinformationen, um eben Ökosystemprozesse in aquatischen wie auch terrestrischen Ökosystemen besser zu verstehen. Und seit mehreren Jahren beschäftige ich mich mit abbildender Spektroskopie, das ist auch mein Hintergrund, und im Speziellen der Fluoreszenzspektroskopie. Und die Fluoreszenz zieht sich wie so ein roter Faden durch all unsere Forschungsaktivitäten oder viele dieser Forschungsaktivitäten. Und ein Grund dafür ist, dass die Fluoreszenz oder das Fluoreszenzsignal recht spezielle Eigenschaften hat. Es ist einerseits sehr klein und man benötigt ganz spezielle Methodiken und Instrumente, um das Signal messen und ableiten zu können. Und andererseits ist die Fluoreszenz sensitiv für die Photosynthese und stellt somit komplementäre Informationen parat für die Untersuchung von Ökosystemen. Und wenn man sich mit Fluoreszenz beschäftigt, merkt man relativ schnell, dass man sehr interessante Ökosystemforschung damit betreiben kann. Andererseits erlaubt die Fluoreszenz auch auf einer speziellen Metaebene das Feld der Fernerkundung generell voranzubringen. Und in meinem Vortrag heute möchte ich ein paar Beispiele dafür geben. Also einerseits, wie man Fluoreszenz für Ökosystemforschung, Wasserforschung einsetzen kann, aber andererseits auch, wie die Fluoreszenz uns hilft, Fernerkundung im Allgemeinen etwas voranzubringen. Im ersten Schritt möchte ich so ein bisschen auf Ökosysteme eingehen, Wasser in Ökosystemen und ein bisschen auf das Zusammenspiel von aquatischen und terrestrischen Ökosystemen eingehen. Und das ist ein erstes Beispielbild dazu. Man kann das als eine Art Wasserlandschaft verstehen. Wir haben da einen See oder einen Fluss in der Mitte, umgeben von Wäldern. Man kann auch sagen, das ist eine Komponente vom Wasserkreislauf oder es sind verschiedene Komponenten des Wasserkreislaufs ersichtlich. Wir sehen beispielsweise diesen Nebel auf der Wasseroberfläche. Was hier passiert, hier verdunstet gerade Wasser. Das nennt sich Evaporation. Und diese Verdunstung findet auch am Land in der Vegetation statt. Und das ist dann der Prozess der Evapotranspiration. Das heißt, da ist so noch eine zusätzliche Beteiligung der Pflanzen, die Wasser über ihre Stomata in die Atmosphäre entlassen. So, und dieses verdunstete Wasser, was ursprünglich durch beispielsweise Niederschlag in das Ökosystem kam, geht in die Atmosphäre und wird dann beispielsweise in der Atmosphäre transportiert. Und das sieht man dann in Form von Wolken. Ein zweites Beispiel, wo Land und Wasser eine Rolle spielen und quasi mit über Wasser verknüpft sind. Ein anderes Beispiel ist der Kohlenstoffkreislauf. In dem Bild hier sieht man wiederum eine Wasserlandschaft. Man hat Wald und in der Mitte von dem Wald ist ein Fluss. Und wenn man über den Kohlenstoffkreislauf nachdenkt, wird relativ schnell klar, dass die Vegetation natürlich Kohlenstoff aufnimmt in Form von der Primärproduktion durch Photosynthese. Aber das Gleiche findet natürlich auch im Wasser statt. Und man kann sich gut vorstellen, dass die Wasserverfügbarkeit sicherlich relevant ist, damit die Bäume überhaupt Photosynthese betreiben können. So, der aufgenommene Kohlenstoff in Form von Biomasse kann dann beispielsweise wieder verarbeitet werden. Blätter können abfallen und die werden dann beispielsweise im Fluss wegtransportiert aus dem Ökosystem in Seen oder dann Meere. Ein weiteres Beispiel, wo man eigentlich sehr schön sieht, dass Land und Wasser stark verknüpft sind. Das ist ein drittes Beispiel. Hier sehen wir auch eine Landschaft, einen See. Auf so einer Landzunge, an der linken Seite ist dann ein bisschen Meer. Und was man hier jetzt beschreiben kann, ist beispielsweise die Verfügbarkeit von Wasser. Wir haben einerseits grünes Wasser, grüne Wasserverfügbarkeit, das ist das Wasser, was im Boden den Pflanzen zum Wachstum zur Verfügung steht. Wir haben aber auch sogenannte blaue Wasserverfügbarkeit, das ist quasi das flüssige Wasser, was dann an der Landoberfläche beispielsweise vorhanden ist. Und in dem Ökosystem kann man jetzt beispielsweise der Ansicht sein, da ist recht viel Wasser vorhanden. Jedoch ist die Wasserqualität auch wiederum ein Maß, die sagen oder beschreiben kann, wie viel von dem verfügbaren Wasser denn auch nutzbar ist und somit quasi auch die Wasserverfügbarkeit einschränken kann.
Und warum ist hier Land und Wasser wiederum relevant? Weil beispielsweise der Transport von Stoffen, beispielsweise Nährstoffe aus der Landwirtschaft in die aquatischen Systeme dazu führen können, dass da viele Nährstoffe eingetragen werden, was zu Algenblüten führt. Und es gibt Algenblüten, die Gifte produzieren und dann wiederum die Wasserverfügbarkeit limitieren. Ich hoffe, dass ich mit diesen Beispielen so ganz grob aufzeigen konnte, warum eigentlich Wasser und Land sehr miteinander verquickt sind. Wir haben einerseits Prozesse, die über diese verschiedenen Ökosysteme hinweg agieren, und gleichzeitig haben wir Austauschprozesse über diese Ökosysteme hinweg. So, die Fluoreszenz ermöglicht nun recht interessanter Einblick. Einerseits in die Charakterisierung von individuellen Eigenschaften von Oberflächen, beispielsweise die Menge an Biomasse oder Phytoplankton in den Gewässern oder beispielsweise die photosynthetische Aktivität in Vegetationsbeständen auf dem Land. Aber gleichzeitig, und das hatte ich am Anfang gesagt, auf einer Metaebene kann die Fluoreszenz auch noch eine ganze Reihe von weiteren Fortschritten ermöglichen. Beispielsweise können wir das Signalverständnis, wenn man sich mit Fluoreszenz beschäftigt, generell weiter ausbauen und können natürlich auch Methodiken zur Analyse von Spektroskopiedaten weiter ausbauen. Dann können wir Ökosystemprozesse, die über diese verschiedenen Ökosysteme, also über die Grenzen der terrestrischen aquatischen Systeme hinausgehen, untersuchen. Und wir können natürlich auch Forschungscommunities, die sich beispielsweise auf den aquatischen Bereich fokussieren oder auf Land, zusammenbringen, um dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln, um Beiträge zu leisten und mit denen umzugehen. So, das war so ein bisschen der Kontext, und in den nächsten Folien möchte ich jetzt ein bisschen mehr auf einzelne Beispiele eingehen, um zu sagen, wie wir dann Fluoreszenz letztendlich einsetzen, um einerseits die Prozesse in terrestrischen wie auch in aquatischen Ökosystemen besser zu verstehen und wie es uns auch natürlich hilft, wenn man auf beide Ökosysteme schaut, ja, das Signalverständnis generell zu verbessern. Ich wechsle dann immer so ein bisschen zwischen Land und Wasser und fange mal bei Landoberflächen an. Eine der bekanntesten Anwendungen aktuell von Fluoreszenz ist sicherlich die verbesserte Abschätzung von Gasaustausch zwischen Pflanzen und der Atmosphäre. Und hervorzuheben sind hier Kohlenstoffaufnahme in Form von Protoprimärproduktion oder Cross-Primary Production und andererseits die Wasserabgabe in Form von Evapotranspiration. Da gibt es sehr, sehr viele exzellente Publikationen zu diesen. Ich habe eine ganz kleine persönliche Auswahl getroffen, um einfach auf diese Konzepte und Ideen ein bisschen hinzuweisen. Wir können beispielsweise Fluoreszenz nutzen, um die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid im Ökosystem via Photosynthese besser zu beschreiben. Und was wir hier machen, wir brauchen ein Konzept, dann brauchen wir Messungen, um dann beispielsweise Aussagen zu treffen über diese Kohlenstoffaufnahme. Und in dem Fall habe ich mal eine Gleichung, das sogenannte Light Use Efficiency Konzept, was auf Arbeiten von Monti von 72 und 77 zurück. Und das Konzept besagt, dass wenn man sagen möchte, wie viel Kohlenstoffdioxid aufgenommen wurde, dass man oder wie viel Protoprimärproduktion stattfindet, dass man quasi eine Ressource braucht für Pflanzenwachstum. In dem Fall ist das Licht, also photosynthetisch aktive Strahlung. Und dann muss man wissen, wie viel von dieser photosynthetisch aktiven Strahlung vom Ökosystem aufgenommen wird. Und das Produkt von diesen beiden Termen P und FAP ist dann APA, also absorbierte photosynthetisch aktive Strahlung. Und dann muss man wissen, wie viel von dieser Energie, von dieser Ressource genutzt wird, um beispielsweise Photosynthese zu betreiben. Und wir können Fluoreszenz nutzen, um beispielsweise Inputparameter für diese Gleichung zu approximieren, also beispielsweise APA oder auch Light Use Efficiency. In einem ähnlichen Kontext kann man auch Fluoreszenz nutzen, um etwa Evapotranspiration hoffentlich besser zu beschreiben. Und dies ist die Gleichung für Evapotranspiration, letztendlich die Implementierung für die FAO, aber basiert auf der sogenannten, oder ist quasi die Penman-Monteith-Gleichung. Und hier haben wir auch verschiedene Terme, die eine Rolle spielen. Wenn man beschreiben möchte, wie viel Wasser verdunstet wird, muss man einerseits wissen, wie viel Energie ist denn überhaupt verfügbar, um Wasser zu verdunsten. Das ist dann hier mit diesen orangefarbenen Buchstaben beschrieben. Dann braucht man quasi einen Demand in der Atmosphäre für das Wasser, es braucht quasi im Wasser, also ein Gradient der Feuchtigkeit vom Blattinternen zur Atmosphäre. Das wird mit den blauen Parametern beschrieben. Und dann hat es noch eine biologische Kontrolle, quasi Stomata Öffnung, die dann hier mit diesem grünen Buchstabe dargestellt wird. Und hier gibt es auch eine ganze Reihe von interessanten Arbeiten, so startete ungefähr 2019, die sich damit beschäftigen, zu hinterfragen, wie
kann man am besten mit Fluoreszenz oder Fluoreszenz integrieren in diese Gleichung, um damit Evapotranspiration abzubilden. Und mögliche Ansatzpunkte neben sicherlich auch noch anderen ist, dass man beispielsweise mit Fluoreszenz die Net Radiation beschreibt oder teilweise approximiert oder eben auf diese Stonal Conductance eingeht. So, das ist ein relativ gut etabliertes Feld bereits. Und jetzt möchte ich mal auf eine kleine interessante Herausforderung eingehen, und zwar auf die Perspektive der Fernerkundung. Alle von Ihnen haben schon Fernerkundungsdaten gesehen und man sieht in Fernerkundungsdaten die Welt von oben. So, und wenn man mal bewusst durch den Wald geht, sieht der Wald anders aus. Wenn sich die Perspektive ändert, sieht man verschiedene Sachen. Und die große Frage ist, wie kann man eigentlich diese Top-View-Perspektive mit diesen vertikalen Dynamiken, die es da hat, in diesen Gaswechselprozessen kombinieren? Hier sehen Sie mal eine Simulation der Transpiration, die ich mit dem DART-Modell durchgeführt habe. Und im Hintergrund sind einfach so die Transpirationswerte, ich glaube, das ist der Mittelwert für eine gewisse Anzahl von Layern oder Slices. Und im Vordergrund die braunen Werte sind Stämme und die blauen Werte repräsentieren Transpirationsraten. Ganz hell bedeutet hohe Transpiration, dunkel bedeutet niedrige Transpiration. Und ähnliche Simulationen kann man natürlich machen für die Photoprimärproduktion oder eben auch die Wassernutzungseffizienz, quasi der Quotient aus GPP und Transpiration. Und was man hier sieht, ist, dass man eine sehr große vertikale Dynamik hat. Man hat meistens, zumindest bei der Transpiration, höhere Werte in den oberen Schichten. Dann teilweise, wenn wir Gaps oder Lücken in dem Bestand haben, auch in den unteren Bereichen. Bei der Water Use Efficiency ist es so, dass wir dann doch etwas gleichmäßigere Verteilungen haben, aber trotzdem mit einer Dominanz an höheren Water Use Efficiency im oberen Kronenbereich. Und die Frage ist, wie kann diese obere Perspektive kombiniert werden mit dieser vertikalen Dynamik? Das ist eine Herausforderung. Hier unten habe ich ein Paper verlinkt. Wenn Sie da mehr zu der Problemlage lesen möchten, da gibt es da auch noch einige Ausführungen. Wenn man jetzt verstehen möchte, wie das funktioniert, müsste man eigentlich beispielsweise die Fluoreszenz auch in der vertikalen messen. Das geht momentan noch nicht so gut, noch nicht genau. Eine Möglichkeit, die wir haben, ist beispielsweise das DART-Modell zu nutzen, was es jetzt seit kurzer Zeit ermöglicht, auch Fluoreszenz zu simulieren in 3D. Das ist eine großartige Arbeit von Injek Malinowski, der das vorangebracht hat. Aber wie gesagt, die Messung funktioniert noch nicht so gut. Wenn man jetzt aber in das Wasser schaut, quasi so einen Perspektivenwechsel durchführt, kann man da recht viel lernen. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel dazu bringen. Was wir hier sehen oder was ich Ihnen vorstellen möchte, ist eine kleine Studie, die wir dieses Jahr im Dezember veröffentlichen konnten. Wir haben im Genfer See in der Schweiz eine Messplattform, die wird von der EPFL und der ERWAG unterhalten. Haben wir Daten genutzt von dieser Messplattform. Und an dieser Plattform oder nebenbei hat man ein Profiling-System, die sogenannte TETIS-Plattform. Und dieses Profiling-System ermöglicht es in ungefähr 3 Stunden, so ein Profil von 50 Meter zu samplen. Ich glaube, in 10 Zentimeter Auflösung. Und was wird hier gemessen? Hier werden die sogenannten Inherent Optical Properties, Apparent Optical Properties vom Wasser gemessen, also quasi die biotische, abiotische Umwelt und eben auch quasi fernerkundungsäquivalente Beobachtungen. Und die ermöglichen uns nun beispielsweise die Fluoreszenz oder die Vertikalprofile der Fluoreszenz abzuleiten. In diesen Abbildungen, in der linken im Speziellen, sehen Sie die Fluoreszenz in Abhängigkeit der Tiefe von 2 Meter oder von der Oberfläche bis zu 15 Meter Tiefe ungefähr. Da sehen Sie ganz gut eine Abnahme der Fluoreszenz mit der Tiefe. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch Tagesgänge. Wir haben ja beispielsweise die Fluoreszenz am Vormittag, dann zwischen 7 und 10, dann 10 bis 14 Uhr und dann am Nachmittag. Man sieht eine Dynamik in Abhängigkeit von der Lichtverfügbarkeit. So, diese Messungen erlauben uns auch noch mehr zu verstehen von diesem Ökosystem und der Variabilität von Fluoreszenz. In dieser Abbildung hier sehen wir verschiedene Parameter, beispielsweise in Rot. Diese rote Linie ist die Fluoreszenz. Dann die gelbe Linie ist die photosynthetisch aktive Strahlung. Und in Grün hat man den Fluoreszenz-Yield, also der Quotient von Fluoreszenz und Paar-Radiation. Das hat man dann über verschiedene Meter, also 2 Meter Tiefe bis hin zu 15 Meter Tiefe, 9 Uhr am 11. April, 12 Uhr, 15 und 18 Uhr. Und man sieht eigentlich sehr schön, dass mit zunehmender Wassertiefe die Einstrahlung natürlich abnimmt, auch die Fluoreszenz abnimmt, nicht ganz so geradlinig wie die Einstrahlung. Wenn man jetzt jedoch auf den Photosynthetic Yield schaut, sieht man sehr, sehr viel Dynamik. Man sieht einerseits
dass quasi mit geringer werdendem Abstand zur Oberfläche einerseits der Yield zunimmt und dann an einem gewissen Punkt wieder abnimmt. Das heißt, dieser maximale Yield variiert. Um 9 Uhr hat man den ungefähr bei 5 Meter, dann setzt er sich auf 8 bis ungefähr 8 Meter und dann am Abend ist der maximale Fluorescence Yield an der Oberfläche. Und wenn man jetzt verstehen will, woher das kommt, kann man das gegenüber verschiedener Umweltparameter plotten. Und wir haben das mal gemacht, haben es der photosynthetisch aktiven Strahlung gegenübergestellt. Und das sieht man sehr schön, dass bei so einem typischen Wert, Einstrahlungswert, dann einen Punkt gibt, in dem der Fluoreszenz Yield mit zunehmender Einstrahlung geringer wird. So was passiert hier? Das Licht, was absorbiert wird vom Phytoplankton, kann für verschiedene Sachen genutzt werden. Kann beispielsweise genutzt werden, um Photosynthese zu betreiben. In dem Fall wird es photosynthetisch gequencht. Dann kann es zusätzlich noch als Hitze abgegeben werden. Also diese Energie kann in Hitze überführt werden. Das nennt sich dann Non-Photochemical Quenching. Oder es kann als Fluoreszenz emittiert werden. So, und jetzt in Abhängigkeit von diesem Quenching-Mechanismus, PQ oder NPQ, haben wir dann einen unterschiedlichen Effekt auf die Fluoreszenz. Und was passiert hier an dieser Stelle ist, dass quasi das Lichtlevel hier so hoch ist, dass quasi dieses Phytoplankton unter Stress gerät und die NPQ, das nicht photochemische Quenching, hochreguliert wird und somit quasi die Menge an Fluoreszenzphotonen, die für eine gewisse Menge von absorbierten Lichtphotonen absorbiert wird, sich wiederum abnimmt. Und das bedeutet, dass wir quasi verschiedene Faktoren haben, die die Variation im Fluoreszenzsignal beschreiben. Das ist einerseits die Biomasse, die Menge an Phytoplankton, dann die Lichtverfügbarkeit, aber eben auch die Physiologie. Und um jetzt diese Fluoreszenzmessungen besser zu verstehen und zu nutzen, muss man natürlich diese verschiedenen Effekte auseinander dividieren. Jetzt möchte ich mal wieder einen Sprung machen zur Vegetation. Wir kennen nämlich genau diese Effekte auch aus der Vegetation. Wir wissen beispielsweise, dass unter Nicht-Stress-Situationen Fluoreszenz relativ stark gelinkt ist an das sogenannte APA, diese Absorbed Photosynthetic Active Radiation, und in Situationen von Stress dann eine zusätzliche Modulation erfährt. Wir kennen das aus Simulationen, aber wir haben das bis jetzt, zumindest nach meiner Kenntnis, noch nicht beispielsweise aus Flugzeugdaten nachweisen können. Wir haben entsprechend ein Experiment durchgeführt, das war 2019 in Grosseto in der Toskana. Und da haben wir ein Feld ausgesucht, was mit sogenannter Tröpfchenbewässerung bewässert wird und haben in einem Bereich, das ist dieser orange markierte Bereich, haben wir diese Tröpfchenbewässerung reduziert oder herausgenommen. Und in diesem blauen Bereich hatten wir quasi eine Referenz, da ist nichts passiert. Und dann haben wir zusätzlich noch 2 in der gleichen Reihe quasi ein Referenzfeld etabliert. Dann hatten wir die luxuriöse Situation und konnten in dieser Woche 42 Mal über dieses Feld fliegen. Mit dem High-Plan-Sensor, dem TASI und dem CASI. Und die Frage war, wir wissen, es gibt eine Kaskade von Pflanzenadaption zur Wasserlimitierung. Also zuallererst sollte Stomataschluss einsetzen, das heißt, die Temperatur müsste zunehmen, Photosynthese müsste sich regulieren, im nächsten Schritt müsste dann der Blattwassergehalt vielleicht sich etwas reduzieren. Dann müsste das auch irgendwie in strukturellen Anpassungen der Vegetation sichtbar sein. Und wenn dann alles weitergeht, haben wir dann irgendwann auch eine Einfärbung oder eine Änderung im Pigmentgehalten bis hin zu dem Absterben von einzelnen Pflanzenteilen. Das ist so eine Kaskade von Adaptionsmechanismen. Und die Frage war, können wir diese unterschiedliche zeitliche Dynamik mit verschiedenen Fernerkundungsbeobachtungen wahrnehmen? Und im ersten Schritt möchte ich hier mal auf die Biochemie hinschauen. Das heißt also quasi den Chlorophyllgehalt oder den Bestandschlorophyllgehalt gegenüber dem Bestandswassergehalt. So, hier haben wir das Experiment, also auf der X-Achse die Zeit vom 16. Juni bis zum 24. Juni. Und wir haben jeweils 4 Überflüge am Vormittag gehabt, 4 Überflüge am Nachmittag oder nicht jeden Tag, aber oftmals. Und die habe ich einfach gepoolt. Wir haben gleichzeitig noch das Signal normalisiert über diese gräulichen Referenzflächen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, um Variation durch verschiedene Sonnenstände oder strukturelle Effekte herauszuarbeiten. Was man sieht ist, ich möchte zuerst auf diese blaue Linie eingehen, dass im wasserlimitierten Bestand die Waterband-Index, den haben wir damals genommen, relativ insensitiv ist auf diese zunehmende Wasserlimitierung im Bestand. Und wenn man diese Well-Watered, also diese gut bewässerte Fläche anschaut, sieht man eigentlich gar keine Änderung. Wenn wir hingegen auf diese grüne Linie schauen, das ist der EVI, der Enhanced Vegetation Index, der sensitiv ist für die
Chlorophyllgehalt beispielsweise, dann sieht man, dass die Differenz zwischen dem Referenzfeld, also dem Feld, was bewässert wurde und nicht bewässert wurde, immer größer wird nach ein paar Tagen, so nach typischerweise 4 Tagen. Und das ist nicht eine Reduktion vom Chlorophyllgehalt, Bestandschlorophyllgehalt, sondern Wachstum wurde hier limitiert. Also die Pflanzen waren im Wachstum und in dem wasserlimitierten Feld ist das Wachstum reduziert worden im Vergleich zum gut bewässerten Feld. So, die Take-Home-Message hier ist, nach ein paar Tagen sehen wir eine Sensitivität im Signal. Jetzt zeige ich hier mal den Befund für die Fluoreszenz. Ich möchte mal auf diese schwarze Linie eingehen, die Fluoreszenz bei 760 Nanometer, weil das ein robusteres Signal ist. Und was man hier sieht, man sieht quasi sofort einen Anstieg der Fluoreszenz und dann eine Abnahme. Das heißt, wir haben eine doppelte Reaktion der Fluoreszenz auf diese Wasserlimitierung. Das ist darauf zurückzuführen, dass in den ersten Tagen wir quasi eine physiologische Anpassung haben. Das heißt, es wird weniger Photosynthese betrieben, was dazu führt, dass dann entsprechend mehr Fluoreszenz emittiert werden kann. Und dann haben wir eine Reduktion oder eine zunehmende negative Differenz, die auf natürlich diesen größeren Unterschied im Wachstum zurückzuführen sind. So, das heißt, dieser Befund zeigt, dass wir auch in Vegetationsbeständen genau diese Doppelspurigkeit der Einflüsse von Physiologie und Biomasse in unseren Fluoreszenzsignalen haben und das eben berücksichtigen müssen, damit wir die richtigen Prozesse mit dem richtigen Timing, den richtigen Signalen gut beschreiben können. So, diese Effekte haben natürlich auch einen Einfluss im Wasser, wenn ich beispielsweise in aquatischen Systemen in Seen Fluoreszenz nutzen möchte, um beispielsweise Chlorophyllgehalt vorherzusagen, also die Water Constituent Chlorophyllgehalt, dann muss ich mit dieser Beeinflussung der Fluoreszenz durch verschiedene Faktoren umgehen. Und das möchte ich Ihnen nochmal ein Beispiel zeigen, wie wir versuchen, das zu machen oder beziehungsweise kurz zu zeigen, wo die Problemlage ist und dann, wie wir da mögliche Lösungsansätze vorschlagen. So, ich gehe nochmal auf die Publikation von Optics Express ein. Was wir hier sehen, sind vertikale Profile des Chlorophyllgehalts. Vom 11. April 2020, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 und 18 Uhr. So, und wir haben hier 2 verschiedene Linien. Die dicke Linie, dicke grüne Linie, ist der Chlorophyllgehalt abgeleitet aufgrund der Absorption durch Chlorophyll. So, und diese gestrichelte Linie ist der Chlorophyllgehalt abgeleitet, indem wir die Fluoreszenz genutzt haben, um damit Chlorophyll vorherzusagen. Dieser Link ist relativ logisch, weil je mehr Phytoplankton ich habe, je mehr Chlorophyll ich habe, desto höher ist die Fluoreszenzemission natürlich. Deswegen gibt es da einen direkten Link. Was wir natürlich sehen, ist, dass die Messung, die beiden Abschätzungen des Chlorophyllgehalts relativ gut funktionieren in den tieferen Layern des Sees, des Genfer Sees. Und in der letzten Stunde um 18 Uhr passt es eigentlich über das ganze Vertikalprofil. Aber eben 9 Uhr, 12 und 15 Uhr divergieren diese Abschätzung des Chlorophyllgehalts. Und das ist genau der Punkt, an dem das nicht photochemische Quenching die Fluoreszenz reduziert und damit kriegen wir eine Reduktion, eine scheinbare Reduktion im abgeschätzten Chlorophyllgehalt. Das heißt, diese Fläche zwischen diesen beiden Linien ist letztendlich ein Fehler, den wir einführen, wenn wir die Chlorophyllabschätzung via Fluoreszenz nutzen im Vergleich zum effektiven Chlorophyllgehalt. Wir haben vorhin schon gesehen, dass diese NPQ abhängt von der Einstrahlung. Entsprechend haben wir mal versucht, diese Differenz abzuschätzen in Abhängigkeit von der Einstrahlung und sehen, dass es da eigentlich auch einen relativ interessanten Zusammenhang gibt, der möglicherweise ein Ansatzpunkt ist, um Korrekturen für diese Chlorophyllabschätzung via Fluoreszenz zu etablieren. Das waren die 4 Beispiele, die ich Ihnen grob erläutern wollte, um zu zeigen, inwieweit Fluoreszenz interessant ist, um Prozesse, Signalverständnis in aquatischen wie auch terrestrischen Ökosystemen mit dem Fokus auf Wasserforschung zu verbessern. Ich habe noch ein paar zusammenfassende Bemerkungen. Also ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen klarzumachen, dass Fluoreszenz eine sehr, sehr interessante Fernerkundungs-Proxy-Information ist, aufgrund des Bezugs zur Photosynthese, um Ökosystemforschung voranzubringen. Wir haben dann auf Gaswechsel geschaut, auf den Kohlenstoff- und Wasserkreislauf, auf die Kohlenstoffaufnahme, Evapotranspiration. Mit dieser Unterscheidung von Photochemical Quenching, Non-Photochemical Quenching können wir im Prinzip Aussagen machen über die Dynamik von Phytoplanktonphysiologie. Dann das Beispiel im Maisfeld, wo wir die zunehmende Wasserlimitierung hatten, quasi gezeigt, dass wir auch mittels Fluoreszenz recht interessante Einblicke erlangen können über das Timing der Adaption von Pflanzen in Abhängigkeit von Umweltstress.
Und man kann natürlich dann auch über Ökosystemgrenzen hinaus verschiedene Prozesse monitoren, wie beispielsweise Primärproduktion. Das war der Ansatz, um Fluoreszenz für Ökosystemforschung zu nutzen. Und ich habe auch am Anfang davon geredet, dass Fluoreszenz ein hohes Potenzial bereitstellt, um eben auch einen Beitrag zur Fernerkundungsmethode generell zu leisten. Und hier möchte ich mal hervorheben, dass diese Fortschritte in der methodischen Entwicklung beispielsweise auch durch den quasi einen Blick von der Vegetation auf Wasser oder Wasser auf Vegetation vorangebracht werden können, und dass man eben Prozesse über Ökosystemgrenzen hinaus anschauen kann und dass man damit recht interessante Applikationen unterstützen kann, um dann eben Herausforderungen, die wir gesellschaftlich haben, Klimawandel, Umweltverschmutzung und dergleichen besser zu adressieren.